Ja, so, Kartusche mit pH-Wertsteigerung angeschlossen und tatsächlich Wasserdurchfluss nicht so toll wie jetzt bei der normalen Kartusche. Also voll aufgedreht, läuft jetzt also auch schon eine ganze Weile. So, also mit dem Wasserlauf, das lässt sich schwer sagen. Vielleicht ist die Filterkartusche nicht richtig drin. Fangen wir mal an. Dieses Wasser hier ist vor 12 Minuten ausgeschenkt worden. Also schmeckt er auf jeden Fall nochmal ein bisschen weicher, harmonischer wie die normale Kerze. 12 Minuten. Ähm, Kein pH-Wert über 9 schmeckbar. 9 Minuten alt. Ah, hier merke ich es schon. Spontaner Eindruck hier 9,5. Aber dezent. Also es ist jetzt 9 Minuten her. Frische Kerze, alles in allem vielleicht gut und gerne 10, 15 Minuten Wasser rauslaufen lassen. Durchgespült. 6 Minuten. Oh ja, 6 Minuten. Das schmeckt man jetzt deutlich. Vom Gefühl her mehr wie 9,5. Zweiter Schluck, aber nicht mehr so intensiv. Aber trotzdem schon eine ganz schöne pH-Bombe. 3 Minuten alt. Also das steigert sich schon. Also wenn du das frisch abgefüllt trinkst, 3 Minuten alt, dann muss man das schon mögen. Schon stark. Der zweite Schluck ist jeweils nicht mehr so wuchtig. Und jetzt gehen wir mal zu dem ganz frisch abgefüllten. Wobei ich habe das ja jetzt von hinten her getrunken, also das ist jetzt auch schon gut und gerne 3 Minuten alt. Da würde ich fast sagen 10 bis 11, ey. Also das ist schon eine Wucht. Da könnten euch die Kunden auch wegbleiben. Also das muss man schon aus Überzeugung mögen. Ich schütte jetzt mal die 12 Minuten Version weg und mache eine ganz frische. Aber der Wasserdurchfluss ist jetzt auch besser. Scheint wohl nur so ein Anfangsproblem gewesen zu sein. So, ganz frisch. Cool. Ja, ist schon erheblich. Muss man mögen. Wäre jetzt definitiv meine Empfehlung. Ähm, Wer eben viel pH haben will, kann es gleich trinken. Und jeder andere Wasser einfach 10 Minuten stehen lassen. Es verschwindet dann einfach. In diesem Sinne, wir sehen uns in Köln. Bis dann, ciao. So, Pat Eckert hier, euer Wassersommelier von Colors of Water Fine Liquids. Was ich jetzt mache, ist Permatrade Wassertest Nummer 3. Beim ersten Mal haben wir die normale Filterkerze ausprobiert und gestern Abend habe ich die neue Filterkerze ausprobiert und jetzt möchte ich das Ganze nochmal machen und zwar fangen wir an mit der ganz frisch gezapften. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so stark im pH-Geschmack wie gestern. Aber jetzt war ich zwischendurch auf Arbeit und habe gedacht, ich bringe mal so einen Streifen mit. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, der pH ist definitiv im Bereich 9. Leider, leider kommen wir hier nicht höher im pH auf dieser Skala. Da sind wir bei 9. Frisch gezapft, pH 9. So, aber jetzt, ich trinke das ja jetzt einen Tag später, das heißt, das ist also nicht der erste Moment, wo die Kerze drin ist, sondern schon eine Weile drin, auch schon einige Liter jetzt gezapft. Finde ich jetzt vom pH-Geschmack nicht so wuchtig wie gestern, aber schon wuchtig. Das steht schon fest. Okay, dann kommen wir jetzt zur Version, die vor 3 Minuten gezapft wurde.
Cheers. So, das bleibt dabei. Da sind wir immer noch im Bereich von 9. Okay, 6 Minuten. Also 6 Minuten finde ich jetzt ganz annehmbar. Doch, also bei 6 kaum spürbar. Ich habe jetzt allerdings die Befürchtung, dass diese Teststreifen entweder kacke sind oder den pH-Wert dann halt einfach doch nicht so genau wiedergeben. Oder dass wir halt einfach trotzdem so weit im oberen Bereich bleiben. Das kann ja auch sein. Ja, wir haben hier eine Skala von 6 bis 9 und wir sind hier bisher immer über 9 gewesen. Das kann ja auch so sein und das kann ja auch so bleiben. Jetzt möchte ich noch mal kurz gucken, was wir hier für... Da sind wir bei einem TDS von 214, 215. Das müsste so in etwa dem entsprechen, was auch das andere Wasser aus Filterkerze 1 hat, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, bleibt bei 215, 216. So, was haben wir jetzt hier bei der 6-Minuten-Version für einen pH-Wert? Ah, der ist schon geringer. Okay. Und jetzt das 9-Minuten-Wasser, mittlerweile 10, 11. 10, 11 Minuten schmeckt ziemlich neutral. Ich hole jetzt mal noch ein normales Leitungswasser. So, jetzt hier nochmal zum Vergleich BWT gefiltertes Wasser. Da will ich erstmal wissen, was haben wir denn jetzt hier für einen TDS? $195. Also, da ist der Sprung bis zu dem remineralisierten Wasser nicht so groß. Das heißt, wir sind beim remineralisierten Wasser. Filterkerze 2 Permatrade bei 215 und sind hier bei 194. Das sind also 20 Milligramm mehr. Kein großer Sprung, aber doch spürbar. Und by the way, würde mich jetzt natürlich interessieren, was haben wir denn hier für einen pH-Wert jetzt? Was zeigt uns der hier an? Das will ich auch wissen, im normalen Leitungswasser. Und jetzt trinken wir noch die 12-Minuten-Version, mittlerweile 14 oder 15 Minuten. Die müsste jetzt eigentlich super neutral sein. Ist sie eigentlich gar nicht. Also, es ist wie es ist und es bleibt auch so. Das remineralisierte Wasser aus Filterkerze 2 schmeckt immer basisch. Ganz egal, wie lange man es stehen lässt, es schmeckt immer basisch. Es schmeckt nur unterschiedlich basisch. Aber dass jetzt diese 12-Minuten-Version so sehr basisch schmeckt, das wundert mich jetzt. Und das könnte sein, weil nämlich euer Chefingenieur hat mir gesagt, wenn du Wasser aus der Filterkerze nimmst, dann kriegst du natürlich immer zuerst das Wasser, welches in dem Filter drin war und praktisch über die ganze Zeit remineralisiert wurde. Und dementsprechend hast du dann da halt auch so einen extrem hohen pH-Wert. Und das scheint mir der Fall zu sein. Also das ist jetzt hier die 12-Minuten-Version, aber gleichzeitig eben auch das erste Glas. Und wenn ich euch das jetzt mal im direkten Vergleich zeige, so, dieses hier, die 3-Minuten-Version, es geht um den oberen, ne, das leicht rosafarbene, ja, erste Version. Zweite Version, fast kein Unterschied. Fast kein Unterschied hier. Dritte Version ein bisschen heller. Und das hier ist jetzt die 12 Minuten und da sieht man, es ist deutlich dunkler. Und
Und hier unser ganz normales Leitungswasser, da ist also überhaupt gar keine Pinkfärbung, also pH-Wert ganz normal. Ich zeige das jetzt nochmal hier im direkten Vergleich. Der Unterschied zwischen der Mineralisierung ist 195 zu 225 in etwa. 195 zu 225. Jetzt gucken wir mal, wie es beim ersten Wasser ist. Ja, das erste Wasser, welches eben den ganzen Morgen, die ganze Nacht im Filter war, hat eine Mineralienmenge von 235. Von daher hat praktisch die Zeit einfach auch mehr Mineralien aus dem Filter rausgeholt und mitgenommen. Dementsprechend schmeckt dieses allererste Wasser halt auch so wuchtig. Das ist der Grund dafür. Das ist schon eine Hausnummer, dieses Wasser, welches praktisch über Nacht mineralisiert wurde. Das steht auch nicht ab. Also tatsächlich ist es nicht so, dass die Mineralien, die da drin sind, sich verflüchtigen würden, also sich lösen würden, sondern die bleiben da schon gebunden. Also wir haben jetzt dieses Glas etwa 15 Minuten hier stehen. Das ist wie beim Einschenken eigentlich. Was natürlich nachher für die Stabilität des Wassers schon gut ist, dass wir einfach sagen können, okay, das Wasser bleibt stabil. Wichtig ist, dass man eben nicht vom ersten Liter, würde ich jetzt mal sagen, trinkt. Ja, das muss man einfach abgießen und dann hat man eigentlich ein Wasser, was ziemlich lecker schmeckt, mit einem basischen Charakter. Ja, und ich finde, wer gerne basisches Wasser trinkt, der wird hier eine einwandfreie Lösung für sich haben. In diesem Sinne, macht's gut und passt auf euch auf. Ciao!